Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute ist das neue Paradise Lost Album erschienen und ich habe mich nicht lumpen lassen und habe mir beide Deluxe Vinyl Boxsets gegönnt. Das eine ist ein Picture Disc Boxset, das andere ist ein normales Vinyl Boxset. Das Ganze gucken wir uns nach dem Intro genau an. Ja, Paradise Lost, das Album Ascension ist raus und ich muss gestehen, ich habe heute Morgen angefangen reinzuhören. Ein paar Songs sind ja schon vorab ausgekoppelt worden. Ich habe das ganze Album noch nicht durchhören können, aber das, was ich bisher gehört habe, finde ich bisher wirklich gelungen. Paradise Lost schwankt ja sehr mit ihren Stilen. Besonders das Host-Album damals ist sehr rausgestochen. Ich fand es genial, weil es so eine Mischung aus Depeche Mode, Songs of Faith and Devotion und ja, so dieser Gothic-Zeit war, die ich gerade sehr gefeiert habe. Und deswegen ist das Paradise Lost Host-Album mit eins meiner Liebsten, weil es auch sehr elektronisch ist. Und wie ihr wisst, mag ich elektronische Musik genauso wie Rockmusik. Also nicht elektronische Musik à la Techno, sondern elektronische Musik à la EBM, Synthpop, Darkwave, all diese Sachen, die halt ja eigentlich mittlerweile einhergehen mit vielen Bands wie Death Stars und wie auch immer alle heißen, die mittlerweile elektronische Elemente für sich entdeckt haben. In Flames und alle nutzen mittlerweile diese Synthie-Elemente und für mich ist das einfach eine geile Kombo. Und Paradise Lost ist da wirklich ja eine Band, die sich immer wieder zurück neu entwickelt und das ist das neue Album. Ich würde sagen, ich hole das Ganze mal aus der Folie. Das Ding ist wirklich gerade geliefert worden. Ich werde es rausholen. Ich weiß noch nicht, was mich da drin erwartet. Wir gucken uns zuerst das normale Set an, bevor wir hier in dieses Deluxe Box Set gehen mit dem Picture Vinyl, wo auch hier so ein Fenster ist im Gegensatz zu dem hier. Also super schön gemacht und wir starten, nachdem ich das ausgepackt habe. Jo, da ist die erste Box raus aus ihrer Folie, sieht wunderschön aus. Hinten ist so ein Einleger mit bei, der ja gleich dann in die Box von mir natürlich gelegt wird. Wir gehen mal kurz auf die Songs so ein bisschen ein. Ich habe es bis Sirens heute geschafft. Savage Days hat mir erstaunlich gut gefallen, hatte extrem gute Parts, ein paar merkwürdige Parts. Muss ich mich noch mehr reinhören. Starten wir oben. Serpent on the Cross ist, glaube ich, das erste gewesen, das sie ausgekoppelt haben. Finde ich einen mega starken Song. Wieder sehr ja, growliger Gesang und ja, ein bisschen mehr, wie soll man das sagen, alte Paradise Lost, obwohl Paradise Lost schon immer so ein bisschen Clean Gesang drin hatte. Mein persönliches Lieblingsalbum von Paradise Lost ist Icon, weil ich liebe den Song True Belief. Ember's Fire ist ein großartiger Song und True Belief hat mir damals im Prinzip den Weg zu Paradise Lost geöffnet, als ich dieses coole Video gesehen habe dazu und der Song mich einfach total gecatcht hat. Also True Belief, glaube ich, mein Lieblingssong von Paradise Lost. Und ja, es gibt natürlich dann Alben, die waren nicht ganz so gut. Draconian Times ist ja natürlich auch ein Klassiker von Paradise Lost. Gothic hieß, glaube ich, ein Album. Das ist das erste? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall auch ein gutes Album. Und dann kamen so ein paar Schwächen. Das Host-Album war für mich dann richtig gut, weil es halt einfach neu war und irgendwie ja, meinen Zeitgeist in dem Moment getroffen hat. Und One Second, auch wieder ein Album, habe ich ja neulich auch bekommen in der Neuveröffentlichung. Super cooles Album. Dann kamen so ein paar Alben, die ich nicht ganz so stark verfolgt habe, mich auch noch mal wieder mehr reinhören muss. Aber Paradise Lost war immer eine Band, die ich verfolgt habe und gehört habe. Immer mal wieder reingehört, immer mal wieder ja, eine Platte angemacht, kurz reingehört, wieder ausgemacht irgendwie. Ja, ich mag die Band extrem, bin aber kein Hardcore-Fan. Aber trotzdem musste ich mir diese coolen Boxen holen, weil ja, sie mich einfach angesprochen haben und Serpent on the Cross einfach ein geiler Song war. Und demnach dachte ich mir, okay, ist es vielleicht wert, das Album zu holen. So, kommen wir aber zur Box. Da ist sie. Wir drehen das Ganze einmal auf die Seite. Da steht natürlich Paradise Lost
Ascension. Dann das Ganze oben auch, an den Seiten, unten, ja, überall an den Kanten. Hinten ist nur eine, ja, so eine Melierung auf der Box. Und jetzt bin ich gespannt, was drin ist. Wir öffnen das Ganze, gucken einmal rein. Hier ist sie auch so grau meliert, schwarz drin. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Und dann haben wir hier die CD. Es ist eine CD mit bei. Ich muss jetzt hier gestehen, ich bin ein Vinylkanal. Ich werde die CD nicht unboxen, weil ich lasse sie so, wie sie ist. Ich habe nicht mal mehr einen CD-Player. Ich werde sie nicht hören. Ich höre, wenn, dann alles über Spotify. Die lasse ich so, wie sie ist, in der Box. Also wer die CD sehen möchte, muss gucken, dass irgendjemand anders das Unboxing da zeigt in der Richtung. Seht es mir nach, wenn ich die nicht auspacke. Die bleibt wirklich so, wie sie ist. Schauen wir einmal hier, weil da haben wir wunderschön eine Single. Und da sind Songs drauf, This Stark Town und Alive Unknown. Jetzt muss ich mal kurz auf die Tracklist gucken. Ach doch, ist hier unten mit drauf die Songs oder nee, ach Quatsch, ist nicht. Das ist die Single hier unten angezeigt. Also Zusatztracks, die man auf der CD, wir werden gucken, auch hat. Also ich bin gespannt, ob sie auf der LP sind, aber auf jeden Fall haben wir hier diese Single. Holen wir das Ganze mal raus. Die Single leider nur in der Pappe, ohne irgendeine Innenhülle. Bin ich nicht ganz so ein Fan von, aber da ist das Ding. Sieht wirklich schick aus, mit so einem Totenkopf drauf. Auf der anderen Seite so ein bisschen, ja, irgend so ein düsteres Gebäude. Paradise Lost ist sowieso von der Musik immer sehr düster, sehr ruhig, sehr langsam, muss man ja auch sagen. Die sind keine schnelle Band, wo man richtig zu abgeht und im Moshpit sich die Rübe einhaut, sag ich mal, sondern es ist wirklich eher ruhiger und ja, keine harten Beats, also die so richtig reinknüppeln. Jetzt nicht so wie Lorna Shore oder sowas. So, dann haben wir hier ein wunderschönes Artprint. Sowas finde ich immer super, weil das ist, wenn man irgendwie die Band trifft, immer wunderschön zum Unterzeichnen. Sowas finde ich immer toll. Artprint von einem LP-Cover. Dann haben wir hier ein Booklet. Dann haben wir hier Nick Holmes, den Sänger von Paradise Lost. Dann natürlich ja, die Tracks. Hier haben wir Gregor McIntosh, Mastermind der Band. Dann haben wir hier, wie heißt der, Aaron, ich kann schon nicht lesen, den Namen habe ich jetzt nicht auf dem Zettel. Aaron Needy, kein Schimmer, ich kann es gerade nicht lesen. Dann haben wir hier Steven Edmondson, das kann man ganz gut lesen. Ist, glaube ich, eher ein neueres Mitglied in der Band und das war's schon. Er ist auch ein alteingesessenes Paradise Lost Mitglied. Bei dem anderen vierten bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber ein schönes Booklet, auch mit dabei, richtig cool. Und dann gucken wir uns einmal die Schallplatte an. Ich denke mal, das Bild, was wir hier jetzt gleich sehen, so sieht die Box von innen aus, auch schwarz ausgekleidet. Und dann schauen wir hier mal in das Album. Einmal kurz das Artwork, sehr religiös angehaucht, wie so ein Gemälde in der Kirche. Vielleicht weiß der eine oder andere sogar, ob das ein Gemälde von irgendwas Besonderem ist oder ob es extra für die Platte entworfen wurde. Keine Ahnung, da muss ich gestehen, bin ich nicht im Thema. Hier ein wunderschönes Foto der Band. Auch bietet sich das wundervoll zum Unterzeichnen an. Finde ich sehr, sehr cool. Ist mal lustig zu sehen, ja, dass man selber alt geworden ist, wenn man die Jungs im True Belief Video noch sieht, wo sie alle noch ja, lange Haare haben und weniger grau, dann weiß man, dass man selber alt geworden ist. Wir schauen in das Album. Da haben wir, ups, ist mir noch glatt der Einleger weggeschlittert. Da haben wir noch einen Einleger, auch nochmal die Texte. Hier auch nochmal Bilder drauf. Ein Schwan vor einem Kirchenfenster vielleicht. Sieht auch cool aus. Und dann haben wir hier dieses Vinyl. Wir schauen mal die Farbe an. Ich bin jetzt wirklich gespannt, was mich erwartet. Ja, ist jetzt nicht spektakulär, ist, wie soll man das nennen? Safrangelb, Curry würde passen. Currygelb durchsichtig. Sieht aber gut aus. Schöne Scheibe. Ist, glaube ich, gar kein 180 Gramm Vinyl. Ist dünner, so wie es aussieht. Also es fühlt sich nicht an wie 180 Gramm Vinyl.
Ja, andere Seite dann auch nochmal eine Scheibe, brauchen wir eigentlich gar nicht groß rausholen, auch nochmal in Safrangelb und das Ganze hier jetzt auch nichts weiter mit drin auf der Seite. Sieht sehr cool aus, aber da sieht man schon, die Zusatzsongs sind nicht auf der LP, sondern nur dann auf der Single oder auf der CD. Also das schon mal definitiv ja, ein Unterschied. Ich weiß nicht, ob die normale LP die Zusatzsongs drauf hat. Ich habe die normale LP jetzt natürlich nicht, sondern nur die Box. Ich würde es natürlich cool finden, wenn die Zusatzsongs nur in dieser Box wären. Dann wäre es wenigstens ein bisschen was Besonderes. Wenn sie auf der CD drauf sind, ist für mich okay. Aber so als Vinyl würde ich es vielleicht ganz schick finden, wenn das Boxset ein bisschen was Besonderes ist. Aber da muss ich nochmal genau gucken, ob auf dem normalen Album vielleicht auch die beiden Songs mit drauf sind. Natürlich ärgerlich für alle, die das Boxset vielleicht nicht haben. Ich weiß nicht, ob die ausverkauft sind. Ich glaube, das Picture Disc Set ist weg. Bei dem bin ich mir nicht ganz sicher. Aber wir gucken jetzt in das Picture Disc Set einmal rein, weil da bin ich auch sehr gespannt drauf. Jo, dann haben wir die Picture Disc Deluxe Limited Edition und da ist dann auch noch wieder so ein Einleger mit bei. Steht auch noch mal unten drauf, Limited Edition Deluxe Box Set. Auch da wieder die beiden Songs als Single wohl dabei. Gucken wir uns jetzt an. Machen das Ganze einmal, nee, auf noch nicht. Wir gucken erstmal, hier ist nichts auf der Box an der Seite. Da steht wirklich kein Titel oder irgendwas. Dafür ist die Box auch komplett dann in Sandfarben beige gehalten. Und wenn man das Ganze hier öffnet, seht ihr, hat man da so ein Sichtfenster drin. Finde ich wirklich wunderhübsch. Hier so ein bisschen abgesetzt mit so leicht glänzend. Auch das Paradise Lost Logo hier. Super, super cool gemacht. Innen drin das Ganze dann edel in schwarz. Sieht auch gut aus. Also das wirklich hübsch gemacht. Und dann kommen wir zum Inhalt. Da haben wir wieder das Artwork. Das ist jetzt kein Unterschied. Hier haben wir das Teil, was exklusiv in der Picture Disc Box dabei ist. Das Foto aus der Mitte sieht aus wie eine Postkarte mit einem Stempel oben und einer Briefmarke. Witzig gemacht, hinten drauf weiß. Das ist hier zusätzlich in der Box drin. Ich bin ein großer Freund von solchen Beilagen. Dann haben wir hier das Booklet. Das scheint sich auch nicht groß zu unterscheiden. Ne, das sieht alles identisch aus. Da können wir auch schnell durchblättern, haben wir schon gesehen. Dann machen wir weiter. Hier sind, oh, das ist schön gemacht. Das müssen wir uns gleich angucken. Dann haben wir das Album. Auch hier ist das Album wieder ohne die Zusatztracks. Das Ganze identisch vom Cover, aber jetzt müsste natürlich der Unterschied kommen. Auch hier wieder der Einleger drin. Auch das ist wirklich gleich. Also da muss man sich auch keine Gedanken machen. Da hat man überall dieselben Beilagen, aber jetzt kommt natürlich der Unterschied und wow, das sieht cool aus. Wir haben hier die Picture Disc. Das ist einmal das Motiv von der Platte, sehr, sehr schön. Und dann hier ein cooles Foto von der Band, wirklich gestochen scharf. Hier, das sieht total nice aus, als wenn ja, das fast wie ausgeschnitten wie so ein Passepartout ist. Super, super schön. Also das ist echt nett gemacht, hat wirklich Stil. Tolle Platte, tolle Picture Disc. Bin auf die zweite jetzt wirklich gespannt. Oh, sehr cool. Da haben wir das Motiv mit dem Totenkopf, mit dieser Krone auf. Wie genial sieht das bitte aus? Schönes Bild. Und dann hier der Schwan. Oh, das sieht auch richtig nett aus. Also die Picture Disc, muss ich wirklich sagen, ist echt gelungen. Und ein Highlight. Tolles Motiv. Toll gemacht. Super scharfes Motiv. Sehr, sehr klar. Nicht irgendwas Schwammiges, was man oft bei diesen, ja, ich sag mal, nicht offiziellen bei KISS hat. Da sind ja dann oft irgendwelche Fehler dran. Das hier ist wirklich wunderschön gearbeitet. Und ja, da hat sich jemand Mühe gegeben, eine tolle Picture Disc zu erzeugen. Wirklich richtig schick. So, und dann seht ihr schon den Unterschied zu der anderen Box. Wir haben hier so einen leichten Boden drin, den man dann mit so einer Vertiefung hat. Da ist dann die Single Paradise Lost steht hinten drauf und dann haben wir hier ein Clear Vinyl. Auch cool, dass das anders ist als wie bei der anderen. Sehr, sehr nett.
Sieht cool aus und auch nochmal natürlich ein lobenswerter Unterschied zu der anderen Box. Und dann natürlich hier nochmal die CD mit dabei. Sieht auf jeden Fall cool aus. Das kann man hier nicht groß rausnehmen oder so. Das ist fest im Karton. Wäre natürlich cool gewesen, wenn da noch so ein verstecktes Goodie drunter wäre, wenn man den Einsatz rausnimmt und man hat noch ein großes Paradise Lost Logo auf dem Karton oder so. Gut, vielleicht verlange ich mal zu viel, aber ich hätte es cool gefunden. Ich glaube, wenn ich so eine Boxen machen würde und ich wäre die Band, würde ich auf so eine Sachen Wert legen. Oder vielleicht auch hier so cool was Bedrucktes auf dem Karton. Ist wahrscheinlich super teuer und aufwendig, aber wie geil wäre das, wenn hier noch so Zeichen drauf wären oder irgendwas. Oder vielleicht noch ein cooler Schlüsselanhänger, ein Metallemblem, ein Pin mit eingearbeitet, irgendwas. Ich hätte es cool gefunden, aber naja, man kann halt nur das hier nehmen, was wir hier bekommen. Jo, was soll ich sagen? Paradise Lost, das neue Album, heute rausgekommen. Ich habe die Box heute bekommen, bin super glücklich, werde mich noch weiter reinhören, fand sie bisher wirklich gelungen. Angeblich, habe ich gehört, soll sie ein bisschen Richtung Icon wieder gehen. Ich fand das jetzt beim Hören nicht, aber Paradise Lost hört sich sowieso in vielen Belangen immer sehr ähnlich an. Die Gitarren sind immer sehr ähnlich, der Gesangsstil der Melodie ist immer sehr ähnlich von Nick Holmes und also demnach ist Paradise Lost klingt sowieso immer ein bisschen wie Icon oder Draconian Times, weil es einmal Paradise Lost ist und der Stil immer minimal sich verändert hat. Sie verändern sich, aber es ist irgendwie immer Paradise Lost. Ich finde, man erkennt Paradise Lost an den ersten Gitarrenklängen und das zeichnet eine Band, finde ich, auch irgendwie aus, weil Paradise Lost hat einen Stil, der auch unverkennbar ist. Gerade auch die Gesangsart und die Stimme. Paradise Lost hat einen eigenen Stil, der für die Band steht, muss man ganz klar sagen. Ich finde es mega, ich freue mich über dieses Set, werde jetzt auch versuchen, ein bisschen mehr die alten Paradise Lost Alben auf Vinyl zu kriegen. Die Icon ist leider schwierig. Draconian Times ist gerade neu erschienen, ist neu erschienen als Reissue in, glaube ich, 2 Varianten. Die bekommt man, die One Second habe ich jetzt. Ich werde da, glaube ich, mal ein bisschen auf die Jagd gehen und ein paar mehr Paradise Lost Alben auch in die Sammlung holen. Weil es ist einfach eine geile Band, muss man ganz klar sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das Set gefällt euch. Schreibt mir gerne mal, was ihr zum neuen Album sagt, wenn ihr schon mehr reingehört habt. Und was euer Lieblingssong vom Paradise Lost ist, würde mich auch interessieren. Also bei mir ist es, wie gesagt, True Belief, One Second, Say Just Words sind so ganz oben und dann halt die ganze Host-Platte. Ich finde sie einfach genial. Vielleicht kennt ihr sogar das Projekt von Greg McIntosh und Nick Holmes. Das heißt Host. Ist so eine weiße Platte und die klingt original wie die Paradise Lost Host LP. Also die Band heißt Host. Ich denke mal, es war einfach angelehnt und sollte auch in die Richtung gehen. Ich hoffe, dass Host, die Band, also das Projekt von den beiden, weitergeht, weil ich fand auch die Scheibe wirklich mega gelungen, weil sie einfach klingt wie das Host-Album. Ich hoffe, ihr versteht, was ich rede. Also, ich bin raus. Lasst einen Daumen, einen Kommentar, ein Abo da und keep on rockin'. Tschüss.